Herzlich willkommen zum Tutorial PowerXL DA1 Frequenzumrichter in Betriebnahme eines Permanentmagnetmotors. In diesem Tutorial wird gezeigt, wie ein beispielhafter Permanentmagnetmotor an einem PowerXL DA1 Frequenzumrichter in Betrieb genommen wird. Dafür sind folgende technische Voraussetzungen zu erfüllen: ein Frequenzumrichter DA1, ein serielles Programmierkabel DX-CBL-PC3M0 oder ein Bluetooth-Kommunikationsstick DX-COM-Stick 3 für die einfache Parametrierung des Gerätes. Ein Hinweis: Beim DA1 kann auch die integrierte Tastatur genutzt werden, um die notwendigen Parametereinstellungen vorzunehmen. Ebenfalls ist über eine externe Tastatur DX-Key OLED Klartextanzeige eine Parametrierung möglich. Die Programmiersoftware Drives Connect oder Drives Connect mobile App. Für die Programmiersoftware Drives Connect bzw. Drives Connect mobile App wird keine Lizenz benötigt. Die Software für den PC kann unter www.iten.com/software oder für ein Smartphone im App Store bzw. Play Store heruntergeladen werden. Das Motordatenblatt von dem zur Verwendung kommenden PM-Motor. Die Motordaten werden von den Herstellern in unterschiedlichen Darstellungen zur Verfügung gestellt. In dem eingeblendeten Applikationshinweis AP0451, Betrieb von Permanentmagnet- und Brushless-DC-Motoren, werden die notwendigen Parametereinstellungen für den DA1 an einem beispielhaften Motor gegeben. In dem dort zur Verwendung kommenden Permanentmagnetmotor liegen nachfolgend eingeblendete Daten vom Motorhersteller vor. Bei der Einstellung des Motorparameters P1-07 Motornennspannung im DA1 ist es wichtig, nicht die Bemessungsspannung, sondern den für die Nenndrehzahl berechneten Wert der Back-EMF einzustellen. Dies ergibt in diesem Anwendungsfall bei 1500 Umdrehungen pro Minute einen berechneten Wert von UP1000 (215 Volt) mal 1500 durch 1000 gleich 323 Volt, aufgerundet von 322,5 Volt. Für die Konfiguration des Frequenzumrichters wird in diesem Tutorial sowohl die Nutzung der Software Drives Connect als auch parallel der Drives Connect mobile App gezeigt. Es handelt sich hierbei um zwei separate Aufzeichnungen, da eine parallele Nutzung des Bluetooth-Kommunikationssticks DX-COM-Stick 3 nicht möglich ist. Die Parametereinstellungen erfolgen daher auch nicht zwingend synchron. Es gibt zwei Möglichkeiten, um die Parametrierung durchzuführen. A. Im Echtzeitbearbeitungsmodus, wo jeder Parameter direkt im DA1 geändert wird. Dieser Modus wird in der rechts gezeigten Drives Connect mobile App genutzt. Oder B. Im Offline-Betrieb, wo alle Parameter zuerst geändert und dann als Gesamtes übertragen werden. Dieser Modus wird in der links gezeigten Drives Connect genutzt. In der Drives Connect links wurde hier als Voreinstellung der 7,5 kW DA1 34018FB-A20C als Standardantrieb hinterlegt, was in der Antriebsbeschreibung dokumentiert wird. Rechts wird die Kopplung mit dem Bluetooth-Kommunikationsstick gezeigt. Im Parameter-Editor wird für den notwendigen Zugriff auf alle Parameter das Passwort P114 auf 201 gesetzt. Automatisch erscheinen links die Gruppen 2 bis 9 und 0 Monitor. Es erfolgt die Einstellung der Motorparameter P107 bis P110. Wie zuvor erwähnt, wird bei P107 nicht die Bemessungsspannung, sondern der errechnete Wert für die Back-EMF, hier 323 Volt, eingetragen. In P108 kann maximal der Gerätenennstrom von 18 Ampere eingetragen werden. Hier wird der Bemessungsstrom des PM-Motors von 14,2 Ampere eingetragen. Die Werkseinstellung von P109 Motornennfrequenz wird beibehalten. Sobald die notwendigen Einstellungen von P110 Motornenndrehzahl vorgenommen wird, wechseln alle Parameter mit Einheit Hertz auf Einheit RPM. Ein Tipp:
Liegen gewünschte Werte in Hertz, zum Beispiel die Festfrequenzen vor, so sollten diese Werte vor der Änderung von P110 vorgenommen werden. Nach dieser Maßnahme wird mit Eingabe des Wertes von P110 automatisch im Hintergrund der korrekte Wert für die Festfrequenz in RPM unter Berücksichtigung des eingegebenen Wertes für die Motornennfrequenz P109 angegeben. Als letzter Motorparameter ist der Parameter P405 Motorcosinus Phi mit 0,98 einzustellen. In der Gruppe 2 Funktionen ist für den optimalen Betrieb eines angeschlossenen PM-Motors die Schaltfrequenz P224 auf mindestens 16 kHz zu stellen. Damit bei erhöhter Erwärmung des Kühlkörpers vom DA1 nicht automatisch die optimale Schaltfrequenz von 16 kHz wieder reduziert wird, sollte auch der Parameter P602 Autotemperaturmanagement auf mindestens 16 kHz gestellt werden. Bevor die Motoridentifikation gestartet werden kann, muss im nächsten Schritt die Vorwahl des Steuerungsmodus P401 auf PM-Motor-Drehzahlregelung erfolgen. Ein Hinweis: Sollte sich zwischen DA1 und PM-Motor eine Motordrossel, ein DU nach DT-Filter, ein Sinusfilter oder ein allpoliger Sinusfilter befinden, so ist dieser für die korrekte Ermittlung des Motormodells im DA1 zu brücken. Für die weiteren Schritte wird auf die Darstellung der rechts gezeigten Drives Connect mobile App verzichtet. Für die Bluetooth-Kommunikation via DX-COM-Stick 3 mit dem DA1 ist über Extras Kommunikationsgerät wählen der DX-COM-Stick 3 als Verbindungstyp auszuwählen. In diesem Fall wird nicht die integrierte Bluetooth-Kommunikation des PCs genutzt, sondern der dem Kit beiliegende Dongle mit dem COM-Port 5. Aus der gefundenen Geräteliste wird das hier einzige verfügbare Gerät ausgewählt. Bei einem fabrikneuen Kommunikationsstick ist im folgenden Fenster das werksmäßig hinterlegte Passwort 6 mal die 0 einzutragen. Aus Gründen der Cybersecurity muss nun ein neues Passwort vergeben werden, was hier beispielhaft mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 stattfindet. Es erfolgt die Bestätigung des neuen Passwortes. Anschließend die Schaltfläche Verbinden betätigen. Unten links wird das ausgewählte Kommunikationsgerät angezeigt. Die bis dato geänderten Parameter werden dann über die Schaltfläche Parametersatz auf ausgewählten Antrieb übertragen. Wurde der Kommunikationsstick nicht im Vorfeld durch Drücken auf das rote Schlosssymbol entriegelt, so kann dies nun im folgenden Fenster durch die Bestätigung mit Ja via Software durchgeführt werden. Der Fortschritt der Übertragung kommt unten rechts in der Drives Connect zur Anzeige. Ebenfalls wird im Display des DA1 der erfolgreiche Parametertransfer mit der Anzeige Pass-T bestätigt. Zur Kontrolle wird nun das Antriebsnetzwerk abgefragt. Für den nächsten Schritt ist zwingend, der Echtzeitbearbeitungsmodus zu deaktivieren. Die Motoridentifikation kann beim DA1 nur über die Tastatur aktiviert werden. Der voreingestellte Datenlogger mit Triggermodus für eine höhere Auflösung visualisiert den Vorgang des Motoridentikationslaufes. Über die Tastatur wird nun in P402 der Wert 1 über die Pfeiltasten nach oben vorgegeben und mit OK quittiert. Ein Hinweis: Ist ein Motor am Ausgang des DA1 angeschlossen, so erfolgt direkt mit Drücken der Taste OK der Motoridentikationslauf im Stillstand. Hier ist keine weitere Freigabe erforderlich. Der Vorgang der Motoridentifikation dauert in diesem Fall ca. 10 Sekunden. Ist kein Motor angeschlossen, so kommt es zur Fehlermeldung ATF01. Weitere mögliche Fehlermeldungen während des Motoridentikationslaufes sind eingeblendet. Nach erfolgreicher Motoridentifikation können die neuen Werte von P701 bis P706 für das interne Motormodell vom Frequenzumrichter DA1 auf die Software Drives Connect übertragen werden. Die Werte für P702, P704 und P705 sind auf 0 gesetzt, da diese im Gegensatz zum Standard-Asynchronmotor beim PM-Motor im internen Motormodell des DA1 nicht genutzt werden.
Ein Hinweis: Die ermittelten Werte für das interne Motormodell des DA1 müssen nicht mit den angegebenen Werten aus dem Datenblatt des Motorherstellers übereinstimmen. Die Optimierung eines DA1 auf einen PM-Motor wird im folgenden eingeblendeten Video PowerXL DA1 Frequenzumrichter Optimierung eines Permanentmagnetmotors behandelt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.